Nach der Entscheidung, mit den Elfen zusammen nach Vergen zu reisen, haben wir in Flotsam ein komplettes Chaos hinterlassen. Wir haben ein Schiff gestohlen, werden in Roche den Rücken gekehrt und sind jetzt auf dem Weg nach Edirn. Genauer gesagt ins Pontatal, in die Zwergenstadt Vergen. Dort haben sich, schenkt man den Elfen Glauben, freie Menschen unter dem Banner Vergens vereint, um sich dem kettwennischen Eindringling entgegenzustellen. Wir starten direkt in ein königliches Treffen, aber nicht als Geralt selbst, sondern wir schauen durch die Augen von Stennis, dem Sohn von König Demavend, rechtmäßiger Thronerbe von Edirn. Begleitet werden wir von Saskia der Drachentöterin oder auch die Jungfrau von Vergen. Sie ist keine typische Adlige, sie ist eher eine Kriegerin, charismatisch, stark und einfach die geborene Anführerin. Das Gespräch soll mit Henselt stattfinden, dem König von Cedwen. Und hier merken wir jetzt, wie politisch das Ganze wirklich wird, und das müssen wir an der Stelle einmal aufklären. Sie wollen eine Einigung finden. Das Pontatal ist umkämpft. Es liegt genau zwischen den Fronten der nördlichen Königreiche und ist strategisch einer der wichtigsten Punkte. Man sagt nicht umsonst, wer das Pontatal kontrolliert, der kontrolliert den Norden. Da Edirn durch den Tod Demavends geschwächt ist, riecht König Henselt leichte Beute und will sich das Land unter den Nagel reißen. Saskia hingegen will ein freies Vergen und dafür sorgen, dass hier Menschen und Anderlinge Tür an Tür leben können. Und Stennis, der will seinen Thron in Edirn beanspruchen. Er ist im Grunde momentan ein Prinz ohne Land, da er noch nicht zum König gekrönt wurde. Während der Verhandlungen, wie soll es auch anders sein, eskaliert das Ganze natürlich. Es kommt zum Kampf zwischen dem König und Saskias Gefolge. Stennis wird dabei schwer verletzt und auch der König holt sich hier die ein oder andere Ohrlasche ab. In dem Moment versucht ein Priester, den Kampf zu schlichten, aber der König weist ihn freundlich darauf hin, dass er keinen Bock auf sein Gelaber hat und prügelt ihn windelweich. Währenddessen kommt Geralt und Jorvit auch im Pontatal an und werden herzlich von den Zwergen empfangen. Aber Geralt spürt direkt, dass hier was Dunkles im Gange ist und will natürlich wissen, was los ist. Ab hier sind wir wieder in der Perspektive des Hexers und machen uns auf den Weg. Der Ort, an dem wir uns befinden, war einst ein blutiges Schlachtfeld und durch das vergossene Blut des unschuldigen Priesters wurde ein Fluch reaktiviert. Ein geisterhafter Nebel breitet sich aus, gefallene Krieger der Schlacht steigen aus dem Boden und greifen an. Der König ergreift die Chance und flieht mit seinem Hofmagier durch ein Portal. Bei ihm ist komischerweise auch Sheila de Tancarville. Die Loge hat hier wohl überall ihre Finger im Spiel. Naja. Ab hier müssen wir uns zusammen mit Saskia und dem verletzten Stennis durch das blutige Geisterschlachtfeld kämpfen, aber zum Glück nicht allein. Mithilfe einer weiteren, mächtigen, einflussreichen Zauberin der Loge, Philippa Eilhart. In Eulengestalt bastelt sie ein Schild aus Licht und wir schaffen es unbeschadet zu den Toren Vergens. Und eins kann ich euch hier auf jeden Fall schon mal spoilern, Philippa rettet hier keine Leben aus Mitgefühl. In Vergen angekommen und hier muss ich sagen, war ich echt beeindruckt. Mir hat die Zwergenstadt persönlich richtig gut gefallen. Vor allem die Zwerge, die Gespräche mit denen waren einfach der Hammer. Bei der Milch der üppigen Brüste der Allmutter, Geralt von Riva! Trotz der lustigen Zwerge bleibt aber auch hier keine Luft zum Atmen. Durch die gescheiterten Verhandlungen mit Henselt steht ein Krieg vor der Tür. Saskia ruft zum Gipfeltreffen auf. Die wichtigsten Leute aus Vergen werden hier versammelt, einschließlich der Hexer und Philippa. Sie will Henselts Armee zurückschlagen, ihn dazu bringen zu kapitulieren und Vergen als eigenständigen Staat anzusehen. Da der Feind um ein Vielfaches in der Überzahl ist, werden selbst die Scoia'tael mit eingebunden. Die Anwesenden sind da wenig von begeistert, kommen aber am Ende trotz dessen dazu, dass es keinen Weg drumherum gibt. Schmeckt mir nicht, mich mit Elfen zu verbünden. Na, verteidigen kann man sich auch mit einem Stock voll Scheiße. Wir erfahren auch Genaueres über den Fluch. Vor genau 3 Jahren gab es hier eine gewaltige Schlacht zwischen Edirn und Cedwen. Als der Kampf für Cedwen, also Henselt, verloren schien, hat die Zauberin Sabrina Glevissig, Henselts eigene Beraterin, Feuer vom Himmel regnen lassen. Mit dieser Aktion hat sie beide Armeen gleichermaßen angegriffen, um den Sieg zu erzwingen. Henselt fand das in der Situation gar nicht so lustig und verurteilte sie zum Tode. Während sie für diesen Verrat auf dem Scheiterhaufen landete, hat sie diesen Ort und den König mit einem Blutfluch belegt. Jetzt sind die Seelen der gefallenen Soldaten hier gefangen und verdammt dazu, die Schlacht im Nebel bis in alle Ewigkeit zu wiederholen. Nach der Einigung der doch sehr verschiedenen Anwesenden ist die Euphorie erstmal groß. Doch lange hält die Freude nicht an. Saskia bricht plötzlich zusammen. Jemand hat sie vergiftet. Es bricht Panik aus.
und eins ist klar: Wenn Saskia fällt, fällt auch der Traum vom freien Werken. Nach dem Schock über Saskias Vergiftung müssen wir zweigleisig fahren. Ein Gegengift für Saskia brauen, gleichzeitig einen Weg finden, diesen verdammten Fluch zu brechen, und Triss ist auch noch nicht aufgetaucht. Hier wird's jetzt etwas verzwickt. Kommen wir erstmal zu dem Fluch. Philippa erklärt uns, dass wir für das Ritual, um den Fluch zu brechen, 4 Symbole brauchen. Artefakte, die den Hass, den Glauben, den Tod und den Mut auf dem Schlachtfeld verkörpern. 2 davon sollen wir besorgen und um die anderen beiden kümmert sie sich selbst. Für das Heilmittel gibt sie uns dann auch gleich eine Liste mit. Und auch hier brauchen wir ein paar seltene Zutaten. Unter anderem königliches Blut, eine starke magische Quelle und eine Rose der Erinnerung. Die Rose der Erinnerung haben wir im ersten Akt zusammen mit Triss geholt. Bei dem kleinen Spaziergang, nenne ich es einfach mal, konnten wir die Rose entweder Triss schenken oder sie behalten. Und ich, Trottel, habe sie natürlich Triss überlassen und jetzt stehen wir da. Und diese Aufgaben schicken uns jetzt auf eine Reise durch das komplette Umland von Wergen. Wir verlaufen uns in düsteren Katakomben, indem wir das Banner der grauen Fähnlein suchen müssen. Was mir persönlich richtig gut gefallen hat, denn hier trifft man auf einen Geist, der selbst bei der Schlacht vor 3 Jahren dabei war und das Relikt bewacht. Das Coole an der Sache ist, man kann ihn einfach töten oder aber behaupten, dass man selbst an der Schlacht teilgenommen hat. Er fängt dann daraufhin an, Fragen über die Schlacht und den Ablauf zu stellen, die man beantworten kann, wenn man aufmerksam gespielt hat. Für dein Gedächtnis kann ich nichts. Wahrhaftig, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste, seit ich tot bin. Ich sage es ungern, aber ich habe sogar vergessen, wer die Armeen vor Wergen kommandiert hat. Dabei war es doch der wichtigste Tag meines Lebens. Mein letzter. Sei doch so gut und hilf meiner Erinnerung auf die Sprünge. In der Zeit, wo wir uns um Zutaten kümmern und heilige Geister beschwören, fängt es in Wergen an zu brodeln. Viele glauben, dass Stennis Saskia vergiftet hat, um einen politischen Vorteil daraus zu ziehen. Dadurch kommt es zu einem Aufstand. Auf der einen Seite stehen die Bauern, die ihn sofort lynchen wollen, um Saskias Tod zu rächen, bevor sie überhaupt tot ist. Und auf der anderen Seite die Adligen, die hinter Stennis stehen und ein Gericht entscheiden lassen wollen, falls Saskia stirbt. Der Tod von Stennis hätte hier extreme politische Folgen. Eddin wäre ohne Thronfolger und somit noch angreifbarer. Und da stehen wir wieder vor einer Entscheidung, die über die Zukunft entscheidet. Überlassen wir Stennis den Mob und riskieren, dass sie ihn am nächsten Baum aufhängen, oder stellen wir ihn vor Gericht und bewahren das politische Gleichgewicht, soweit es noch da ist. Ich habe mich dafür entschieden, ihn am Leben zu lassen, auch wenn er ein unsympathischer Arsch ist. Auf Verdacht lynchen empfand ich jetzt als nicht die richtige Lösung. Ob der Fürst nun schuldig ist oder nicht, wir dürfen ihm ein gerechtes Urteil nicht verweigern. Und werden die Bauern den Fürsten anhören, wenn sie ihn in die Hände kriegen? Oder knüpfen sie ihn am nächsten Baum auf? Reißen sie ihn in Stücke? Und wenn wir Selbstjustiz einmal zulassen, was dann? Wenn sie sehen, dass man das Recht mit Macht auf seine Seite zwingen kann? Wer garantiert, dass sie sich nicht rächen wollen für wirkliches Unrecht und für eingebildetes? Wer schützt dann die Menschen, deren einzige Schuld darin besteht, dass sie von edler Abkunft sind? Wohin führt uns das? Aber das hatte jedoch auch direkte Konsequenzen. Denn für die Heilung von Saskia hätten wir das Blut von Stennis gut gebrauchen können, aber da Stennis bei dem Aufstand keins verloren hat und uns freiwillig nichts geben will, muss es anderweitig aufgetrieben werden. Zu unserem Glück erfahren wir jetzt, dass eines der wichtigsten Artefakte sich angeblich im Besitz von König Henselt befindet. Und da wir königliches Blut und das Artefakt brauchen, wäre das die klassische 2 Fliegen mit einer Klappe. Henselts Lager befindet sich aber auf der anderen Seite des Nebels, also müssen wir mit Philippa reden und sie um Hilfe bitten. Angekommen auf der anderen Seite finden wir eine komische Statue, die irgendwie wichtig erscheint. In dem Moment taucht auch ein alter Freund auf, was mich sehr überrascht hat, Vernon Roche. Nach dem, etwas miesen Abgang in Flotsam dachte ich eigentlich, dass er hier direkt zu den Waffen greift und sein letztes Stündlein geschlagen hat, aber nö. Die Stimmung ist zwar etwas angespannt, doch aufgrund größerer Ziele unterstützt er uns sogar bei unserem Vorhaben. Alle sterben können und du hast dich mit den Eichhörnchen amüsiert. Ich gehöre nicht zu deinen Leuten, Roche. Ich habe dich nicht verraten. Ich habe nicht behauptet, dass du zu meinen Leuten gehörst. Aber du dachtest es. Du und deine Leute gegen den Rest der Welt. Wer nicht für dich ist, ist gegen dich. Foltest geht dich wohl auch nichts mehr an. Sein Mörder hat Triss entführt, weißt du das noch? Hilf mir, sie zu finden und ich verspreche dir, ich halte mein Wort, das ich dir in La Valettes Kerker gegeben habe. Möchte wissen, warum ich das tue. Wir schleichen uns also durch das Lager, werden dabei aber doverweise vom nilfgaardischen Gesandten Chillard Fitz Österlin erwischt.
Eigentlich würde er uns in den nächsten 5 Minuten am liebsten direkt hinrichten lassen, entscheidet sich aber vorher noch ein bisschen zu quatschen. Und dabei nimmt er uns dann die zuvor gefundene Statue ab. Genau hier erfahren wir jetzt endlich, was mit Triss passiert ist. In dieser Statue befindet sich die verzauberte Triss Merigold. Shillard will sie benutzen, um eine Verschwörung gegen das Kaiserreich Nilfgaard aufzudecken, eine Intrige, die vermeintlich von der Loge der Zauberinnen ausgeht. Philippa, Sheila, Triss, scheinbar steckt die Loge doch deutlich tiefer drin, als man bisher dachte. Und hier wird's jetzt besonders interessant. Eine von Philippas engsten Helferinnen, Cynthia, arbeitet heimlich für Nilfgaard und hat diese Informationen weitergegeben. Der Verrat kommt also nicht von außen, sondern direkt aus den eigenen Reihen. Aber was will Nilfgaard überhaupt hier? Das Kaiserreich im Süden ist der Erzfeind des Nordens. Offiziell ist Shillard nur anwesend, um die Vorbereitungen für das große Treffen der Könige in Loc Muinne zu überwachen. Dort soll über die Zukunft der nördlichen Königreiche entschieden werden. In diesem Moment wird klar, Nilfgaard ist nicht zufällig hier. Ob die Loge, Leto oder sogar Geralt selbst, alle sind nur Spielfiguren in einem viel größeren Plan. Nach diesem eher ungemütlichen Gespräch will er dem Hexer endgültig den Garaus machen. Doch er hat die Rechnung ohne Vernon Roche gemacht. Während wir hingerichtet werden sollen, taucht er auf und rettet uns, kurz gesagt, den Arsch. Zusammen mit Roche bekämpfen wir die Soldaten und er sorgt dafür, dass wir unbemerkt beim Zelt von König Henselt ankommen. Mit dem Hexerschwert an der Kehle zeigt er sich erstaunlich gesprächig und unter der Bedingung, dass wir den Fluch brechen, der auch ihn selbst bindet, überlässt er uns schließlich freiwillig sein Blut. Aber als Toter kann ich das nicht. Du bekommst mein Blut. Aber versprich mir, dass du den Nebel vertreibst. Du hast mein Wort, König. Während der gesamten Zeit bekommen wir auch bruchstückhaft unsere Erinnerungen zurück. Die Vergangenheit mit Leto, die wilde Jagd, Yennefer und Ciri, aber so richtig Sinn ergibt das Ganze noch nicht. Zurück in Vergen kümmert sich Philippa um die Heilung von Saskia und uns führt sie an den Ort, an dem der Fluch am stärksten ist. Das alte Schlachtfeld zwischen Vergen und Cedwins Lager. Wir betreten den Nebel und sofort verschmilzt unsere Realität mit der Gefallenen. Aus der Perspektive ehemaliger Kämpfer erleben wir hier die Schlacht, wie sie damals war. Wir kämpfen erst als einfacher Soldat Ediens, rennen als Bote durch einen Pfeilhagel und brechen schließlich als der legendäre Ritter Seltkirk durch die feindlichen Linien. Am Ende steht ein Ziel. Wir müssen den Verlauf der Schlacht nachspielen und den mächtigen Thundergriff, den Kommandanten des Heeres von Cedwin, töten. Der taucht in Gestalt eines Draugs auf, ein riesiger Dämon bewaffnet mit Schwert und Schild. Nach dem einen oder anderen Versuch, den ich hier gebraucht habe, liegt der Anführer in Dämonengestalt dann letztendlich am Boden. Der Sieg sorgt dafür, dass der Nebel sich lichtet, die Geister lösen sich auf und der Fluch ist scheinbar Geschichte. Trotzdem hält sich die Begeisterung in Grenzen. Hensels Armee hat jetzt ebenfalls freie Bahn und klopft an den Toren von Vergen. Während sich die Könige des Nordens gegenseitig zerfleischen, zieht im Hintergrund jemand ganz anderes die Fäden und wartet nur darauf, dass die Welt in Flammen aufgeht. Es ist an der Zeit, dass dieser Krieg entschieden wird. Allerdings. Zoltan und Jarpen stellen die Truppen auf. Sie warten auf dich.